Hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten dem Thema Integrationsplattformen gewidmet und dort vor allen Dingen der Plattform Microsoft Power Automate. Wir wollen euch in den nächsten Minuten zeigen, wie man eigentlich mit Hilfe von Microsoft Power Automate Geschäftsprozesse über Grenzen hinweg gestalten kann und das ziemlich einfach und simpel. Aber bevor wir anfangen, ganz kurz einmal zu uns. Wer sind wir überhaupt? Mein Name ist André Teska, ich bin Produktmanager bei der Develop AG und arbeite zusammen mit Tobias in einem Team, was sich rund darum kümmert, Systeme zu verbinden, Adaptoren zu schaffen, Konnektoren zu schaffen, bis hin zur Integration. Ja, mein Name ist Tobias Orten. Ich bin ähnlich wie Andi auch im gleichen Team, bin dort als Solution Manager tätig und bin dafür zuständig, Produkte, die André entwickelt, dafür Lösungen zu entwickeln, damit sie diese bestmöglich nutzen können. Und auf diese Lösung, diese Integrationsplattform, würden wir jetzt einmal zu sprechen kommen und würden Ihnen einmal zeigen, wie wir diese Integrationsplattform bei uns anwenden. Ja, wir haben uns gedacht, wir fangen erstmal an, den Begriff Integrationsplattform überhaupt zu erläutern. Das heißt, was ist überhaupt eine Integrationsplattform? Warum gewinnen die gerade an Bedeutung? Und wie kann ich das eigentlich für mich im Unternehmen einsetzen? Dazu habe ich einen kleinen Satz formuliert, und zwar: Eine Integrationsplattform ist ein Mittelwareprodukt, welches es ermöglicht, verschiedene Applikationen entlang der Wertschöpfungskette prozessorientiert zu verbinden. Was bedeutet das eigentlich? Wenn wir uns die Unternehmen anschauen, dann ist es so, dass über Jahre hinweg eigentlich immer mehr heterogene Anwendungen zum Einsatz gekommen sind. Diese heterogenen Anwendungen unterstützen an verschiedensten Stellen den Wertschöpfungsprozess bei Ihnen im Unternehmen. Jetzt macht aber ein Wertschöpfungsprozess keinen Halt davor vor Applikationsgrenzen. Das bedeutet, genau hier kommen Integrationsplattformen zum Einsatz und überwinden diese Applikationsgrenzen und arbeiten über Systemgrenzen hinweg. Wenn wir uns nun mal einige Beispiele angucken, welche Integrationsplattformen gibt es denn überhaupt? Gerade in unserem Bereich, im ECM-Bereich, sind, glaube ich, diese vier zu nennen, und zwar Power Automate, Zapier, Nintex und NLN.io. Das ist aber bei weitem keine vollständige Liste, nur um einmal mal vier Namen in den Raum zu werfen. Gerade wer sich schon mal mit Hausautomatisierung beschäftigt hat, der merkt, Integrationsplattformen sind nicht nur im ECM-Bereich mittlerweile gang und gäbe, sondern auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Hausautomatisierung. Hier kommt man um Begrifflichkeiten wie IO-Broker, OpenHub, Node-RED und Home Assistant gar nicht mehr drum herum. Das heißt, wir sehen, in sämtlichen Kontexten werden eigentlich solche Plattformen immer wichtiger und gewinnen an Bedeutung. Was bedeutet das Ganze jetzt eigentlich bei uns im ECM-Kontext? Dazu habe ich das einmal in 3 Begrifflichkeiten heruntergeschrieben. Der erste wäre Connect Everything. Das heißt, Integrationsplattformen sind dafür da, alles mit allem zu verbinden. Geschäftsprozesse wirklich systemübergreifend zu realisieren und ja noch einfacher und komfortabler zu realisieren. Da hinzu kommt eigentlich ein schnelleres Return on Investment. Das heißt, dadurch, dass ich durch eine Integrationsplattform viel schneller Systeme und viel einfacher vor allen Dingen Systeme miteinander verbinden kann, ermöglicht mir das Ganze mit wenig Aufwand schnell Resultate zu schaffen und so auch schnell meine Wertschöpfungskette an den richtigen Stellen zu unterstützen. Integrationsplattformen werden auch häufig No-Code oder Less-Code-Plattformen genannt. Woher kommt das Ganze? Das heißt, wir können durch diese Integrationsplattform, die Integrationsplattform wieder den Prozess der Umsetzung in die Hand rücken, die letztendlich auch den Prozess gestaltet hat. Das heißt, es muss kein Projektleiter mehr dazwischen sein, der das Ganze an seinen Consultant weitergibt, sondern diejenige Person, die den Prozess gestaltet hat, kann ihn auch direkt in den Integrationsplattformen optimalerweise umsetzen. So viel zur Theorie. Was das Ganze jetzt genau zu bedeuten hat, wie wir das als Develop AG interpretiert haben, das zeigt Ihnen jetzt einmal Tobias. Ja, Dankeschön, André. Richtig. Ich möchte kurz einmal erklären, richtig, wie wir das bei uns in den heterogenen Anwendungen verbunden haben. Dafür einmal ganz klassisch. Unser bisheriger Ansatz war eigentlich so: Wir als Develop haben Ihnen eine Plattform zur Verfügung gestellt, mit der Sie Ihre Dokumente verwalten konnten und Prozesse automatisieren konnten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Anwendungen nehmen, wie zum Beispiel SharePoint, Salesforce, SAP und so weiter, da mussten hierfür eigene Integrationen geschrieben werden, damit wir damit
mit unserer Plattform kommunizieren konnten. Hier wollen wir dann zukünftig nicht mehr unsere Plattform in die Mitte stellen, sondern in diesem Fall Microsoft Power Automate. Das heißt, dadurch, dass wir Microsoft Power Automate in die Mitte stellen und unsere Develop-Plattform einen eigenen Adapter, eine eigene Middleware bereitstellt, um mit Microsoft Power Automate zu kommunizieren, können wir dadurch, dass es derzeit bereits über 400 Systeme für Microsoft Power Automate gibt, diese alle mit anbinden. Und wie das jetzt einmal konkret aussieht und wie wir das umgesetzt haben, zeigt euch jetzt einmal André. Ja, bevor wir uns anschauen, wie das Ganze umgesetzt worden ist von uns, erst einmal die Erläuterung, warum haben wir uns eigentlich Microsoft Power Automate gewidmet. Wir haben Microsoft Power Automate als Integrationsplattform ausgewählt, weil wir der Meinung sind, dass viele von Ihnen bereits Office-Lizenzen besitzen, Office 365-Lizenzen besitzen und so es ein leichtes für Sie ist, einfach in das Ausprobieren zu kommen und gegebenenfalls eine Lizenz in der Richtung zu erwerben. Ja, wie sieht das eigentlich bei uns aus? Wie haben wir das Ganze umgesetzt? Dafür vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie sieht eigentlich eine Integration aus? Was sind eigentlich Bestandteile einer Integration? Wenn wir von Integrationsplattformen sprechen, dann gibt es dort eigentlich mal zwei Buzzwords, die dort wichtig sind. Das eine wäre die Aktionen, das heißt eigentlich das Ausführen einer Aufgabe, das Ausführen einer Teilaufgabe. Der andere Punkt ist Trigger, das heißt Ereignisse, die ausgeführt oder die letztendlich einen Prozess in Schwung bringen und das Ganze anstarten. Diese beiden Buzzwords, Aktionen als auch Trigger, die sind bei uns allerdings flexibel. Das heißt, wenn man sich unsere Develop-Plattform einmal genauer anschaut, dann ist es ja so, dass wir pro Mandant unterschiedliche Features bereitstellen, je nachdem, welche im Develop Store letztendlich gebucht worden sind. Deswegen sind wir hingegangen und haben eine weitere App in unserer Makroarchitektur entwickelt und diese App geht hin und fragt die anderen Apps in dem jeweiligen Mandanten, welche Aktionen, welche Trigger diese zur Verfügung stellen. Um dann gebündelt in Richtung Power Automate zu kommunizieren, hey Power Automate, wir bieten als Develop-Plattform folgende Aktionen und Trigger an. Wie man das Ganze bereitstellt, das werden wir demnächst im Developer-Portal veröffentlichen. Dort haben wir eine Public API hinterlegen, die einfach beschreibt, wie Sie als App-Builder, wie Sie als Kunde auch eine App entwickeln können oder Ihre App vielleicht erweitern können, um dort eine Aktion oder Trigger für Microsoft Power Automate anzubieten. So viel eigentlich zur Theorie. Jetzt kommen wir zum interessanten Part. Wie sieht das Ganze eigentlich aus? Wie fühlt sich das an? Dazu gehen wir einmal in Microsoft Power Automate selbst und öffnen das Ganze. Der Startbildschirm sieht eigentlich wie folgt aus. Das heißt, wir haben hier eine Übersicht, können im linken Bereich einmal dazu wechseln, einen Flow zu erstellen. Und dort erstellen wir jetzt einen automatisierten Cloud-Flow, überspringen diesen kleinen Dialog hier an der Stelle und gehen direkt ins Eingemachte. Das heißt, wir gehen über den benutzerdefinierten Connector hier an dieser Stelle, weil das Ganze aktuell noch nicht zertifiziert und freigegeben ist, wählen den Develop Connector aus und können hier schon Develop Events als Trigger auswählen. Wenn das Ganze erfolgt ist, ich habe selber schon eine Verbindung hinterlegt, aber man kann auch, oder beziehungsweise man muss dann an dieser Stelle eine weitere Verbindung hinterlegen. Wie das aussieht, zeige ich jetzt hier einmal. Das heißt, über die 3 Punkte sieht man, okay, ich habe schon mal eine Verbindung hinterlegt. Ich kann hier aber bequem eine weitere Verbindung zu anderen Systemen hinterlegen und kann so auch systemübergreifend eigentlich agieren. Um eine Verbindung zu hinterlegen, muss ich lediglich einmal die Develop Domain hinterlegen und einen API-Key. Wenn ich das Ganze gemacht habe, dann stehen mir sämtliche Trigger zur Auswahl, die dieser Mandant gerade zur Verfügung stellt. In unserem Fall sind das die gängigen Webhooks, die Sie vielleicht kennen, also Einsprungspunkte, die wir von Develop Documents gerade aktuell anbieten. Wir wählen hier den ersten Eintrag aus, und zwar, wenn ein Dokument oder eine Akte erstellt worden ist. Um das dann noch weiter filtern zu können, können wir hier hingehen und sagen, ich wähle zum Beispiel noch aus eine Kategorie, und zwar soll das nur bei gewissen Kategorien getriggert werden, sodass ich nicht immer informiert werde, sondern nur, wenn die entsprechenden Bedingungen auch erfüllt werden. Die Kategorien, die wir hier sehen, die werden live aus dem System gezogen, live aus dem Mandanten, das heißt, das sind Ihre aktuellen Konfigurationen, die Sie selbst eventuell eingerichtet haben.
Jetzt haben wir einen fertigen Trigger, Trigger erstellt. Jetzt müssen wir irgendwie noch darüber informiert werden. Das heißt, ein Geschäftsprozess besteht immer aus einem Trigger und Aktion. Und dazu wählen wir hier einmal die Microsoft Teams Möglichkeit aus und schicken uns selbst eine Chat-Nachricht über einen Bot. Und wir sehen gleich bei der Auswahl der Message, dass wir im rechten Bereich Eigenschaften angezeigt bekommen. Das bedeutet, wir wurden nicht nur lediglich getriggert, sondern dieser Trigger hat auch noch Informationen mitgeliefert über das Dokument, über in welche Kategorie es importiert worden ist, welcher Benutzer überhaupt den Importprozess angestoßen hat. Diese Informationen können wir nun an dieser Stelle verwenden in der Aktion und können uns hier einen kleinen Text selber zusenden, damit wir einfach informiert sind, was denn da jetzt überhaupt importiert worden ist. Nachdem das gemacht worden ist, müssen wir lediglich einmal auf Speichern klicken und haben somit unseren Geschäftsprozess, in diesem Sinne einen kleinen Geschäftsprozess, hier abgeschlossen. Was ist jetzt das Ergebnis dieses kleinen Prozesses? Als Ergebnis haben wir auf technischer Seite gesehen einen Webhook-Eintrag erzeugt. Das heißt, im Hintergrund wurde ein Webhook-Eintrag erzeugt, der dann im Hintergrund wieder Microsoft Power Automate antriggert und den Prozess startet. Dieser Webhook-Eintrag filtert nach Angebot und Auftragsakte. Das heißt, nur wenn das Dokument in entsprechenden Kategorien erstellt wird, werde ich getriggert. Und das Resultat in Microsoft Power Automate, beziehungsweise, das war jetzt falsch, das Resultat in Microsoft Teams ist, dass ich eine Nachricht bekomme, dass André Teska in diesem Fall ein Dokument mit der folgenden ID importiert bzw. erstellt hat. Das ist der Teil der Trigger. Das heißt, so sehen Trigger aus. Wie sehen jetzt Aktionen aus? Dazu kehren wir noch einmal wieder zurück und sagen wiederum auf Erstellen, klicken auf Erstellen und erstellen wiederum einen automatisierten Cloudflow. Hier sagen wir, dass wir gerne agieren möchten, getriggert werden möchten, wenn eine Datei in OneDrive erstellt wird. Dazu habe ich in OneDrive extra einen Ordner angelegt, in dem ich gerne Dateien ablegen möchte, einen Develop Forum Ordner. Um nun weiter fortzufahren, möchte ich jetzt, klicke ich wieder auf Neuer Schritt, gehe wieder über den benutzerdefinierten Part, wähle hier den Develop Connector aus und sage Store Document. Das heißt, ich möchte das Dokument, was ich gerade in OneDrive erstellt habe, in Develop Documents ablegen. Sie sehen schon, dass im Hintergrund gerade die Repository eingetragen werden, Kategorie wird eingetragen und wir bekommen jetzt live die Daten aus dem jeweiligen Repository. Das bedeutet, wir haben alle Pflichtfelder gekennzeichnet, wir haben die Eigenschaften, wir haben auch die erweiterten Eigenschaften, Bemerkungsfelder etc. Können Sie hier sehen und entsprechend befüllen. Wir gehen jetzt hier an dieser Stelle hin und wählen eine andere Kategorie, nicht die Angebot, sondern wir haben Microsoft OneDrive als Kategorie gewählt. Und hier müssen wir lediglich die Datei und den Dateinamen eintragen. Das tun wir jetzt hier an dieser Stelle. Und nachdem das erledigt ist, ist unser Step eigentlich soweit schon fertig. Das bedeutet, wenn ich jetzt im OneDrive in dem Ordner Develop Forum ein Dokument erzeuge, wird dieser automatisch in Develop Documents importiert. Da das noch kein runder Geschäftsprozess ist, gehen wir nochmal weiter und erstens informieren wir uns erstmal darüber. Das heißt, wir schicken wiederum eine Microsoft Teams Benachrichtigung, die dann auch ein paar Informationen beinhaltet. Und zwar ist es nicht nur bei Trigger so, dass diese Informationen mit zurückgeben können, sondern auch Aktionen können Informationen mit zurückgeben. Und unsere Aktion gibt an dieser Stelle die Information zurück, wie denn die Dokument-URL aussieht. Das heißt, wie kann ich das Dokument letztendlich wieder aufrufen. Da schreiben wir hier in diese Chat-Nachricht rein, damit wir wiederum darüber informiert werden. Um den Prozess jetzt einmal komplett abzuschließen und rund zu machen, wollen wir auch noch das Dokument löschen. Das heißt, wir hängen wieder eine Aktion hinten dran und sagen, dass wir in OneDrive gerne das Dokument, was gerade eben importiert worden ist, nun in Develop Documents archiviert ist, wiederum löschen wollen. Das heißt, wir haben das Verzeichnis wieder sauber. Wenn das Ganze jetzt gespeichert wird, steht auch dieser Prozess direkt zur Verfügung. Das heißt, was haben wir jetzt hierdurch eigentlich geschaffen? Wir haben OneDrive angebunden. Wir können mit Office Lens zum Beispiel ein Dokument automatisch mit dem Handy fotografieren, in OneDrive ablegen und dies automatisiert in Develop Documents hochladen lassen mit den entsprechenden Eigenschaften. Und zu guter Letzt wird das Dokument wieder aufgeräumt. Das heißt, ich habe ein sauberes Importverzeichnis im Prinzip geschaffen. Was sind hier die Ergebnisse? Wir haben einmal klar das Dokument in Develop Documents. Und wir haben die Benachrichtigung, die wir extra noch dazwischen geschaltet haben, mit dem entsprechenden Dokument bzw. der Dokument-URL.
Diese kleinen Beispiele sollen einfach nur mal zeigen, wie ja Aktionen und Trigger eigentlich in der Plattform jetzt funktionieren, wie wir das Ganze aufgebaut haben, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Das wird euch jetzt einmal Tobias zeigen. Ja. Dankeschön, André. Richtig. Ich habe ein paar Anwendungsbeispiele mitgebracht, Use Cases, wie Sie Power Automate konkret nutzen können. Dafür habe ich jetzt hier einmal 3 Beispiele. Ich würde vorschlagen, wir springen einfach einmal in das erste Beispiel rein. Das erste Beispiel bei mir ist jetzt hier einmal ein Baustellenbericht, den wir gerne archivieren möchten. Dafür fährt der Mitarbeiter des Unternehmens auf eine Baustelle, macht dort Fotos und diese Fotos werden dank Power Automate automatisiert in das Develop Documents hochgeladen. Der Ablauf hierbei sieht dann wie folgt aus. Der Mitarbeiter, der auf der Baustelle ist, geht hin und nimmt entsprechend diese Fotos mit der Power App auf. Und dank der Power App werden dann anschließend diese Fotos zu einem Dokument zusammengefügt und dann über unsere Verbindung hochgeladen in die Develop-Plattform und dort in die passende Kunden- oder Bauakte archiviert. Der große Vorteil hierfür ist, dass der Anwender, der die Fotos aufnimmt, muss nicht mehr hingehen und diese Fotos manuell zu einem Dokument zusammenfassen oder hochladen bei uns in die Develop Documents Cloud, sondern er kann direkt dank Power Automate hingehen und schon zur nächsten Baustelle fahren und dort die nächsten Fotos aufnehmen. Ein zweites Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist das Beschwerdemanagement. Denn Power Automate kann nicht nur Dokumente bei uns hochladen in das Develop Documents, sondern wir können auch die künstliche Intelligenz nutzen, die uns Microsoft Power Automate bietet. Das heißt, wenn Sie bei sich im Unternehmen zum Beispiel Beschwerden erhalten und Sie möchten gerne diese Beschwerden kategorisieren bzw. feststellen, wie negativ ist diese Beschwerde, dann können Sie dieses auch mit Power Automate analysieren lassen. Dafür würden Sie hingehen, den Brief, die Beschwerde digitalisieren, falls diese analog bei Ihnen einkommt, zum Beispiel über einen Scanner, oder aber Sie importieren dieses Dokument direkt, zum Beispiel wie gerade mein Kollege André gezeigt hat, über OneDrive. Wenn jetzt dieses Dokument importiert oder gescannt wurde, würde jetzt die Microsoft AI Factory, also die künstliche Intelligenz, die Microsoft Power Automate mit ausgeliefert wird, würde jetzt diese Beschwerde analysieren und für Sie feststellen, wie negativ ist diese Beschwerde. Und mit diesen gewonnenen Erkenntnissen aus der KI, aus der künstlichen Intelligenz, können wir dann das Dokument mit der entsprechenden Priorität aus dieser Beschwerde in der Develop-Plattform wieder ablegen und können dann, je nachdem, wenn Sie es wünschen oder halt was für eine Dringlichkeit diese Beschwerde hat, jetzt einen Teamleiter zum Beispiel per Teams informieren oder den entsprechenden Fachbereich dafür, damit diese Person oder Gruppe auf diese Beschwerde reagieren können. So können wir halt relativ einfach hingehen und auch Briefe per künstlicher Intelligenz analysieren und darauf halt auch reagieren. Und ein drittes Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist die Anbindung von Develop Sign. Develop Sign ist ein Produkt aus dem Hause Develop, um Dokumente digital in der Cloud zu signieren. Und in meinem Use Case hier, was ich hier mitgebracht habe, geht es darum, Sie haben ein zum Beispiel D3 On-Premise-System, möchten aber gerne, dass Sie auch Unterschriften digital signieren können, ohne hier großartig eine Hybridstellung zum Beispiel durchführen zu müssen. Dafür würde jetzt der Anwender, der gerne die digitale Signatur starten möchte, das Dokument im D3 archivieren. Das heißt, das Dokument, zum Beispiel das Vertragsdokument, archivieren Sie im D3 und über eine Eigenschaft geben Sie mit, wer der Empfänger dieser Signatur sein soll, also wer dieses Dokument digital signieren soll. Anschließend würde jetzt Power Automate hingehen und dieses Dokument in die Develop Cloud hochladen. Hierfür nutzen wir seitens Power Automate das sogenannte lokale Datengateway. Das heißt, auf dem D3-Server installieren wir lokal bei Ihnen das lokale Datengateway von Power Automate und damit kann dann Power Automate
lokale Dokumente hochladen in die Cloud von Power Automate und sie dort weiterverarbeiten. In diesem Fall nutzen wir genau dieses, um das Dokument in unsere Cloud hochzuladen und um dann dort den digitalen Signaturprozess zu starten. Das heißt, der Anwender wird jetzt darüber informiert, dass er ein Dokument hat, welches er digital signieren soll, bekommt eine Benachrichtigung per Mail und signiert jetzt dieses Dokument. Und das Schöne ist mit Power Automate, wir können nicht nur das Dokument hochladen für Signatur, sondern Power Automate würde jetzt dieses Dokument auch wieder herunterladen. Das heißt, Power Automate bekommt mit, das Dokument wurde signiert. Über das lokale Datengateway würde jetzt Power Automate hingehen, das Dokument wieder herunterladen und auch wieder im D3 als neue Version archivieren. Das heißt, das Dokument, was wir vorher mal importiert haben, haben wir jetzt als neue Version vorhanden mit der digitalen Signatur des Anwenders. Hierdurch haben wir einen großen Vorteil, weil der Anwender muss jetzt nicht mehr hingehen und dieses Dokument manuell hochladen in die Cloud, dort den Empfänger auswählen und wenn entsprechend die Signatur erfolgreich war, das Dokument wieder herunterladen, archivieren, sondern er geht nur hin, archiviert das Dokument, wählt den Anwender aus, der das Dokument signieren soll und ist damit fertig. Und sobald die Signatur durch den Anwender vorgenommen wurde, sieht er auch schon im D3 das signierte Dokument. Und ich glaube, hierdurch ergeben sich halt große Chancen, um halt Power Automate zu verwenden. Und welche Chancen sich hierdurch konkret ergeben, das möchte ich euch jetzt noch mal kurz einmal André vorstellen. Ja, was haben wir jetzt eigentlich gesehen? Wir haben uns einmal erläutern lassen, okay, was sind an die Integrationsplattformen, warum werden Integrationsplattformen immer wichtiger? Wir haben gesehen, es gibt ganz viele Integrationsplattformen. Wir haben gesehen, wie wir als Developer das Ganze gehandhabt haben, was wir aktuell für Möglichkeiten haben, Aktionen und Trigger zu definieren. Und wir haben gesehen, ja, was für Möglichkeiten sich eigentlich dadurch ergeben. Ich kann auf einmal KI verwenden, also ich kann auch Systemfunktionen eigentlich verwenden und nicht nur Systeme. Aber daraus ergeben sich Chancen, Chancen für uns als Developer AG, aber auch Chancen für Sie als Kunden. Welche das sind, habe ich hier mal mitgebracht. Also der erste große Vorteil ist, glaube ich, gar nicht von Hand zu nehmen, und zwar die Zeitersparnis, die wir einfach haben. Sowohl bei der Anbindung von neuen Systemen, indem Sie einfach selbst den Prozess gestalten können, als auch in der Entwicklungsphase. Das heißt, auch wir als Developer müssen keine Systemanbindung entsprechend entwickeln, sparen uns den Entwicklungsaufwand und können direkt alle Systeme anbinden, die uns die Power Automate Plattform quasi bietet. Die zweite Chance ist eigentlich wieder Power to the People, also den Leuten, die den Prozess letztendlich sich ausgedacht haben, gestaltet haben, die den tagtäglich leben, denen wieder die Möglichkeit zu geben, diesen Prozess auch letztendlich umzusetzen und nicht auf diesen Weg bis hin zum Consultant-Entwickler diese Kommunikationsstränge darauf, beziehungsweise die Fehler, die bei der Kommunikation dort auftreten können, einfach zu umgehen, da diese Kommunikation nicht mehr stattfinden muss. Und genau das ist auch der dritte Punkt. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt kein Consultant mehr für kleinere Tätigkeiten unbedingt stellen müssen, können sich unsere Consultants auf komplexere Anbindungen, auf komplexere Aufgaben widmen und ihnen in anderen Situationen deutlich mehr unter die Arme greifen. Zu guter Letzt, das Ganze wird sich wahrscheinlich relativ dynamisch entwickeln. Wir wissen selber noch nicht, was man alles mit Power Automate machen kann. Auch das wird sich tagtäglich vermutlich ändern. Wir haben ein paar Anregungen gegeben, was man mit Power Automate machen kann. Ich denke mal, die meisten Ideen werden Sie haben. Deswegen können wir nur einfach sagen, lasst das Spiel beginnen, tobt euch dort an der Stelle aus und probiert das Ganze einfach mal aus. Bevor man zum Ausprobieren kommt meist die Frage, okay, was kostet das denn? Das wird euch jetzt einmal eben kurz Tobi nochmal erklären. Ja, richtig. Beim Thema Lizenzierung haben wir uns einige Gedanken gemacht, was das nachher kosten soll oder wie wir das halt bereitstellen. Schlussendlich sind wir aber dazu gekommen und stellen den Adapter, den Connector für Sie kostenlos bereit. Das heißt, wenn Sie bereits eine Power Automate Lizenz besitzen seitens Microsoft, können Sie unseren Develop Connector kostenlos nutzen und loslegen. Sollten Sie noch keine Power Automate Lizenz haben oder wissen es vielleicht nicht, ob Sie eine Power Automate Lizenz haben,
dann würden wir Sie halt bitten, dass Sie einmal bei Microsoft nachfragen, beziehungsweise bei Ihrem Lizenzpartner, ob hierfür eventuell Lizenzkosten anfallen könnten für die Nutzung von Power Automate. Das können wir leider so spontan aus dem Stegreif nicht beantworten, aber ich glaube, der große Vorteil ist einfach direkt, wenn Sie Power Automate haben, dann können Sie auch direkt unseren Connector nutzen. Ich glaube, auch das ist ein guter Einsprung, weil jetzt ist natürlich die Frage, wann kann ich das denn nutzen? Wie sieht denn hier der Ausblick aus? Und das würde nochmal kurz André erläutern, wie es jetzt weitergeht. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz als Ergänzung zu dem Lizenzthema. Also die meisten von Ihnen werden Office 365 Lizenzen besitzen, werden vielleicht einen E3 oder E5-Plan besitzen. Und es ist auf jeden Fall möglich, das Ganze in diesem Umfang zu testen. Das heißt, das steht Ihnen auf jeden Fall zur Verfügung. Ja, Ausblick. Wir haben jetzt einen ersten Schritt gemacht in Richtung Integrationsplattform. Und da geht es natürlich noch weiter. Wir wollen noch ein bisschen weiter. Ein weiterer Schritt war erstmal dieser Vortrag, erstmal das kundzutun, dass wir in diesem Bereich unterwegs sind. Ich denke mal, das ist schon mal der wichtigste Schritt an dieser Stelle. Aber was haben wir noch weiterhin vor? Erstmal das Wichtigste, wann erscheint das Ganze überhaupt? Das hängt gerade noch so ein bisschen davon ab, wie der Zertifizierungsprozess bei Microsoft läuft. Das ist gerade mitten in der Zertifizierung. Wir hoffen uns eigentlich, dass das in den nächsten Tagen oder spätestens Woche erfolgt ist. Das heißt, dass er dann als Connector in Power Automate zur Verfügung steht. Wir denken aber spätestens Anfang Q4 wird das Ganze auf jeden Fall veröffentlicht. Wer gerade aufgepasst hat, ganz am Anfang, der hat gesehen, dass wir einen API-Key für den Verbindungsaufbau hinterlegen müssen. Jetzt ist es so, dass wir eigentlich als Fokus gesetzt haben, dass das auch Fachanwender, also der Prozessgestalter selbst diesen Prozess hier modellieren kann. Und ja, wer vielleicht schon mal einen Develop API Key erzeugt hat, der weiß, dass man dort erstmal weiß, wie man da überhaupt hinkommt. Ich glaube, dass das andere Personen auch gar nicht wissen. Vielleicht können sie sogar nicht mal etwas mit dem Begriff API Key anfangen. Und deswegen wollen wir diesen Verbindungsaufbau eigentlich noch wesentlich vereinfachen, sodass der Anwender, der Power Automate nutzen möchte, lediglich sich noch an der Plattform anmeldet, das heißt ganz normal an Develop Documents anmeldet, was im optimalen Falle per Single Sign-On funktioniert und dann auch schon direkt loslegen kann und das Ganze verwenden kann. Jetzt haben wir Aktionen gesehen, Trigger gesehen. Jetzt ist die Frage wahrscheinlich auch, Trigger, werde ich jetzt bei jedem Dokument getriggert? Habe ich jetzt eigentlich ein Informationsrisiko? Habe ich ein Sicherheitsrisiko? Das muss man verjeinen. Das heißt, in gewisser Weise ja. Es werden jetzt sämtliche Dokumentimporte getriggert, aber wir haben diese Informationen, die dort an der Stelle zum Beispiel rausgegeben worden sind, so reduziert, dass eigentlich kein Sicherheitsrisiko an der Stelle besteht. Dennoch wollen wir das Thema Berechtigung hier an der Stelle mit aufnehmen, weil es so enorm wichtig ist, an dieser Stelle einfach das Sicherheitsrisiko aus dem Weg zu gehen, dass hier Informationen verloren gehen, vielleicht Dokumente gelöscht werden oder ähnliche Prozesse gestaltet werden, die einfach etwas tun, was man gar nicht möchte. Und deswegen wollen wir das Thema Berechtigung mit aufnehmen und am besten dediziert die Berechtigung bestimmen für einen Power Automate Zugang. Ja, das war einmal so ein kleiner Rundumschlag von uns beiden in Richtung Integrationsplattform. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wolltest du noch eben? Ja, kann ich machen. Richtig. Wir sagen an dieser Stelle vielen Dank für den Vortrag. Ich hoffe, Sie haben den Vortrag auch bis zum Ende gelauscht und fanden ihn genauso spannend wie wir auch. Sollten Sie Fragen haben, Anmerkungen, kommen Sie gerne auf uns zu im Nachgang. Unsere E-Mail oder beziehungsweise unsere Kontaktdaten sollten Sie in der App sehen können. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr, sobald diese interessante Zeit vorbei ist, wir uns auch wieder face-to-face, hoffentlich auch dann im nächsten Jahr wieder auf dem Develop Forum sehen können und uns dann auch wieder konstruktiv zu solchen Themen austauschen können. Bis dahin hoffe ich, dass Sie uns hoffentlich reichlich Fragen oder Anregungen hinterlassen, sodass wir halt hier für Sie passend weiter die richtigen Lösungen entwickeln können. Vielen Dank.